Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Expo Real 2025 in München und genauer auf der Prea Future Stage. Inzwischen Tradition, Brauchtum auf der Expo Real und nicht nur Brauchtum, dass es die Future Stage gibt, sondern auch Brauchtum, dass Professor Dr. Thomas Bayerle hier auf der Bühne ist. Herzlich willkommen, Thomas, schön dich zu sehen. Danke, Josef. Und ebenso freue ich mich, dass Gabriel Hosicki da ist. Gabriel ist Gründer und Geschäftsführer von Prea. Schön, dass du da bist, Gabi. Mein Name ist Josef Girschowitsch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Gürschow und wir machen jetzt weiter mit dem ersten Marktausblick bis 2030. Ich kann mich noch erinnern, 2025 hieß es Survive till 25. Dann haben wir gesagt, es geht nichts bis 26. Ja, und 2030, was reimt sich denn darauf? It will be dirty until 2030. It will be dirty until 2030. Aber nur als Zitat. Nur als Zitat. Nein, nein, natürlich. Keine Glaskugel. Aber wir wollen jetzt gleich direkt anfangen. Und in der Nutshell, Thomas, das macht dir immer wieder Spaß. Es ist ein Highlight, dich hier zu haben, weil du wirklich ja immer in die Zukunft blicken kannst. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Wie siehst du das laufende Jahr? Wie siehst du das nächste Jahr? Das laufende Jahr auf jeden Fall nicht mal stagnativ, sondern rückläufig. So, es geht schon los, ja. Nächstes Jahr verglichen mit dem Jahr, mit den 2 Jahren vorher besser, wenn ich es konkret mache an Umsatzzahlen. Vermietung läuft sehr gut dieses Jahr und nächstes Jahr. Bürovermietung. Wohnungsvermietung können wir überspringen erstmal, weil das läuft ewig geschrieben Boot. Transaktionsumsätze immer noch 3/5, 4/5 unter dem Wert 2020. Da muss man auch nichts beschönigen. So, in dem Moment kommt dieses Momentum, es wird auch steigen. Also zum Jahresende, wir haben gerade ein bisschen Vorgespräch, Trianon in Frankfurt, wir haben so 2, 3 größere Türme im Angebot. Allein wenn die transaktiert werden, kommen wir von diesem minus 4/5 auf 3/5 hoch. Jetzt nur mal mathematisch gesprochen, ja. Vom Minus ins Positive ist was Positives, aber in der Summe ist natürlich alles andere als schön, muss man ganz klar sagen, ja. So. Das ist die germanische Sicht, das Glas ist quasi schon total leer. Gehen wir zur ausländischen Sicht, sehr positiv, wo man hinkommt, was man hört, wo man mitmacht, hinter den Kulissen. Hoher Fokus auf Deutschland. Und dann jammern die aber, weil wir so sind, mit dem schwierig, sagen die, weil der Verkehrswert ist so hoch. So, also müsst ihr abwerten. Und jetzt bin ich wieder beim Thema, wenn es Trianon über den Ladentisch geht, ein Messeturm, dann haben wir ein minus 20, 30, 40%. Und dann werden die anderen sagen, jetzt haben wir mal genau diesen Datenpunkt, den wir gebraucht haben. Nicht nur diese Verbalerotik, sondern ganz knallhart, jetzt haben wir minus 40% drin. Und dann wird hier die Hölle losbrechen, weil dann die Opportunisten wirklich auch kommen. Die sind zwar schon da, aber da werden sie aktiv. Gabriel, da bist du ja direkt angesprochen, weil du hast ja viel zu tun mit Investoren, mit Finanzierern, auch aus dem ausländischen Bereich. Warten die alle immer noch ab oder reiben die sich schon die Hände und sagen, ja, das, was Thomas jetzt gesagt hat, da merken wir schon die ersten Moves? Ich glaube, dass sozusagen der Markt grundsätzlich darauf sich eingestellt hat, dass die Immobilienpreise nicht mehr durch eine Konjunkturwelle getrieben werden. Wir hatten jetzt die letzten 15 Jahre einen Markt, der rein durch die Konjunkturwellen getrieben worden ist. Niedrige Zinsen, niedrige Inflation, das war sozusagen der Preistreiber für alles gewesen. Jetzt sind wir sozusagen in einer Bewegung, wo wir in den letzten 15 Jahren auch Megatrends geschaffen haben, wie irgendwie Dekarbonisierung, Digitalisierung, die aus ökonomischer Sicht kein Megatrend mehr sind, sondern aus ökonomischer Sicht Megaforces sind. Also praktisch nicht umkehrbare Kräfte mehr. Also die können nicht mehr sozusagen zurückgezogen werden. Wenn der Trend Digitalisierung vor 10 Jahren noch nicht nur ein Must-Have war, sondern sozusagen ein Add-on war, ist es jetzt ein Must-Have. Das heißt, es sind Naturgesetze, ökonomische Naturgesetze, die nicht mehr umkehrbar sind. Ja, wenn ich das richtig verstehe, ich versuche es nochmal zu übersetzen, nehmen wir doch mal die Wasserkraft. Ja, eine Welle. Und wenn ich die Wasserkraft noch selber kontrollieren kann und auch anhalten kann, dann können wir vielleicht von einem Megatrend sprechen. Aber ein Megaforce ist wie eine Flut, die auf uns zukommt. Wir können mit der Welle reiten, wir können lernen, die Energie, die da freigesetzt wird, zu nutzen. Oder wir lassen uns überrollen. Es ist wie ein Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist ein Naturgesetz. Die Sonne steigt, die Sonne geht unter, du gehst schlafen, du wachst auf. Du kannst dich nur adaptieren, du kannst es aber nicht mehr verändern. Das heißt, es entsteht ein Nachfragemarkt für bestimmte Segmente und diese Nachfrage ist der Preistreiber schlechthin. Und das sehen wir sozusagen praktisch in den Immobilienpreisen. Wenn man sozusagen jetzt die letzten 15 Jahre angeschaut hat, der gesamte Markt, ob Wohnen, Logistik oder Büro, alles ist gestiegen. Was jetzt passiert, ist sozusagen, Preise steigen dort, wo Nachfrage entsteht, aber nicht sozusagen in einem Konjunkturzyklus, wo alles steigt praktisch. Das heißt, Büro schaukelt noch, funktioniert, es kommt wieder zurück, verändert sich. Was aber sozusagen extrem aufgrund der demografischen Anforderungen extrem wächst, ist sozusagen Wohnen.
der Wohnungssegment etabliert sich wieder, die Faktoren steigen, Preise steigen, Investoren wollen in Wohnen investieren. Das ist die, wie man sozusagen jetzt auch in den Reports liest, ist der Investorendarling. Ja. Auf der anderen Seite hast du ein digitales Rückgrat, was gerade aufgebaut werden muss über die Digitalisierung von der gesamten Wirtschaft, oder auch des Staates. Das heißt, Hyperscaler und Rechenzentren werden den Markt dominieren, also sozusagen Hyperscaler und auch Edge-Rechenzentren werden wie Logistikhallen aus dem Boden rauswachsen, sofern wir das Thema des Stroms lösen. Und auf der anderen Seite, der Staat hat so viel Haushalt rausgegeben, dass kritische Infrastruktur, Polizeireviere, Feuerwehrstellen, Ausbildungsstätten wieder neu aus dem Boden rausgestampft werden. Und neu da muss ich einhaken, weil Thomas, genau dazu hast du ja vergangene Woche in der Frankfurter Allgemeinen auch geschrieben, zu kritischer Infrastruktur. Ja, man glaubt es kaum. Also mittlerweile ist das militärische Thema relativ weit oben angekommen. Ist es Infrastruktur, ist es neue Assetklasse? Ich bin auch so ein bisschen schwankend im Prinzip. Vor allem die Botschaft lautet, der Staat stellt Geld zur Verfügung. Und der Staat macht jetzt, Achtung, kein Militärbauministerium, wertschätzend gemeint, sondern er sagt, hier, Marc, mach das jetzt mal. Und wir haben nicht so wenig Erfahrung mit Militärliegenschaften, was immer das ist. Letzte Botschaft war, für eine deutsche Kaserne baue ich auch mittlerweile eine Kita. Kann man lustige, blöde Witze drüber machen, aber im Ernst, ja. Die Frage ist ja nur im Gegensatz, was ist moderne Kriegsführung? Die sitzen im Container irgendwo ganz woanders und lassen ihre Drohnen da aufsteigen, wertschätzend gemeint oder je nachdem. Das heißt, ist es eine Immobilie, ist es Infrastruktur, können wir uns noch streiten, ja. Ich habe aber auch ein bisschen geschart mit deiner Aussage. Ich habe Thema mit dieser Bugwelle. Im Moment kauft keine Versorgungswerk was, im Moment kauft kein Fonds was. Der Logik folgen, wenn jetzt Opportunisten kaufen würden, machen sie das hübsch, halten es 3 Jahre später und an 29 verkaufen sie es an die DK und Union. Wertschätzend gemeint, ja so. Das bricht ja im Moment weg. Das heißt, wir haben auch dann 28, 29 haben im Bürobereich quasi keine Nachfrage generiert, weil die Opportunisten, jetzt aus dem Bestandssegment kommen natürlich, Opportunisten schlicht und einfach nichts gekauft haben. Und im Neubau muss ich glaube ich nicht erzählen, es wird nichts gebaut. Das heißt, positiv formuliert, mit Blick auf die Mieten, steigen die Mieten ins unermessliche, Zitat, im Bestandsbereich. Und das ist ökonomisch ja nicht wirklich sinnhaft, offen gesprochen. Ja? Und deswegen, man muss aufpassen mit der Zahlinterpretation. Die Mieten steigen, überhaupt keine Frage, Leerstand steigt auch. Aber die Nachfrage ist einfach, auch die Angelsachsen sitzen da und sagen, Verkehrswerte zu hoch, wir würden gern. Und die werden jetzt aber kommen, bin ich fest von überzeugt. Und dann hätte man vielleicht 27, 29 die Chance, dass man die 2, 3, 4, 5, 6 großen Gewerbetransaktionen dann nochmal wieder sieht, die Cores kaufen. Also naive Lehrbuchlogik im Prinzip, aber vom großen Bild, von der Bugwelle, bricht das Ding schneller ab, als wir es erwarten haben. Und das ist das Problem. Die Produkte ändern sich. Also quasi das Core-Kapital ist halt sehr selektiv geworden und sehr qualitätsorientiert. Ja, klar. Das heißt sozusagen, Neubau im Forward Funding, das ist für die schon zu riskant. Bauträgerrisiko oder Vermietungsrisiko oder sonstige Themen, Regulatorik und so weiter. Die Produkte sehen ja heutzutage ganz anders aus. Der Bauträger wird zu einer eigenen Asset-Management-Plattform, der baut einen eigenen Bestand, stabilisiert das Produkt 4, 5 Jahre, bis es einen Track-Record hat, das eigene Produkt, das die eigene Wohnung. Und dann kann das Produkt als Core-Produkt wieder verkauft werden. Also die Geschäftsideen verändern sich. Sozusagen das Core-Kapital hat weniger Risiko drin und der Bauträger muss sich sagen, als in eine Property-Management-Plattform umdenken. Also ich frage ja immer mich braucht ihr nicht, das ist das Beste, was es gibt für mich. Ich frage immer so locker meine Frau Bayerle, haben wir 1 Milliarde im Portfolio, also Cash? Dann sagt sie, nein, das ist ja Schwäbin. Ne? Sagt sie, für was brauchst du das? Immer so ein Running Gag bei uns. Sage ich würde mir jetzt nämlich einen Büroturm, 80%, in Frankfurt in die Innenstadt hinstellen, neben Deutsche Bank, bisschen Wohnen außenrum und dann würde ich das Ding verkaufen für 3,3 Milliarden an den Fonds 2029. Ganz banal formuliert, es wird nichts Neues gebaut. Und dieses Büro-Bashing, alle sind zu Hause, ja schon, aber nicht, Freitag schon, aber nicht der Rest der Woche in der Innenstadt, also einfacher formuliert. Es ist so typische rationale Entscheidung im Moment. Es traut sich keiner, was neu anzufangen, aus bekannten Gründen. Ich will fair bleiben, aber der Kopf sagt einfach, Leute, macht jetzt irgendwas, macht es ESG-konform, macht irgendwas Neues, Hübsches, Tolles, KI-konformes, völlig egal, grün, Supergreen, Carbon Zero, pflanzt es in die Innenstadt und ihr werdet euch wundern, was die Freunde 2028, 29 für Anfangsmieten zahlen. So, aber jetzt muss ich einmal fragen, weil dein Verständnis von Büro ist ja ein doppeltes. Das ist ja nicht das Büro wie vor 20 Jahren. Nein, eben. Also es ist eigentlich kein Büro mehr, sondern es ist ein... Ich wollte Mixed Use vermeiden. Ja, Mixed Use, wie sollen wir es nennen? Es ist eine Arbeitswelt. Okay, bin ich bei dir, klar. Ne? Und das hat ja nicht mehr mit klassischem Büro zu tun, da ist ja viel, viel, viel mehr drin. Ja? Weißt, deswegen ist auch diese Diskussion, wir machen aus Büro alt, Wohnen neu, völlig daneben. Also für 1 Milliarde kann ich das machen, aber Wohnen, Büro alt, 30 Jahre alt in Wohnen, das werden Luxuswohnungen. Und das politisch ist es ja ein bisschen fragwürdig, ob wir sowas wollen. Also einfacher formuliert, dominant wird immer noch sein. Das heißt, die Deutsche Banktürme in Frankfurt würdest du nicht in 2 Apartmenthäuser umwandeln? Nee, garantiert nicht. Nee. Weil
ich glaube daran, ich weiß, das kannst du heraussuchen, was ich meine. Büronutzung, funktional, mit einem Fitnessstudio unten 3-mal Moriki, Sushi und 3 Reinigungen, 5 Rewe, alles reinpacken, oben nur 3, 4 Etagen, Urban Living, wie auch immer, für Super C, irgendwas Level, keine Ahnung, oder irgendwelche noch besseren Elon Musks, ja. Aber in der Mitte 80% ist Büronutzung, modern. Und das sind wir genau bei dieser Übersetzung, Arbeitslandschaft, modern. Das große Thema ist ja wahrscheinlich, wie sieht die Arbeitslandschaft aus? Ich glaube sozusagen, dass dieser ganze Digitalisierungsboom, insbesondere mit KI, in Deutschland noch nicht sozusagen eine Werthaltigkeit gefunden hat, wie man die Büroräumlichkeiten der Zukunft gestaltet. Das sieht man auch sozusagen am BIP, wenn man sozusagen sich mal den BIP der USA anschaut und mal, wenn man die USA bereinigen würde und man das ganze KI-Thema rausnehmen würde, dann hätte USA eine Stagnation. So, der Boom und der Wachstum von 2-3%, die der USA da gerade abgebildet wird, basiert rein auf aktuell dem Tech-Wachstum durch KI. So, das ist die einzige Komponente. Die fehlt uns aktuell in Deutschland und unser Verständnis fehlt dazu auch, wie so ein Produkt in Zukunft aussehen kann. Wie sieht denn die Arbeitswelt in Zukunft aus? Die Digitalisierung, wie viele Mitarbeiter brauchen wir? Wie sitzt der Mitarbeiter am Arbeitsplatz? Hat er sozusagen noch einen physischen Arbeitsplatz oder ist es sozusagen eher ein digitaler Arbeitsplatz, der wieder remote funktioniert? Diese Frage ist sozusagen in den großen Mittelstand komplett ungeklärt. So, der Mittelstand beschäftigt sich aktuell mit ganz anderen Problemen. Der beschäftigt sich gerade mit Energieproblemen, der beschäftigt sich gerade mit Rohstoffverknappung und. Hat aber sozusagen das Thema Digitalisierung gar nicht auf dem Schirm. Deswegen ist halt die Arbeitswelt heute zu diskutieren in Deutschland, wie das Büro überhaupt aussieht. Man findet keine richtige Antwort dafür. Wir müssen ein bisschen Asset-Hopping machen, weil Büro super spannend, aber es gibt noch ein anderes großes Thema in Deutschland, Wohnen. Gabriel, du hast mal vor einigen Jahren gesagt, was das New Normal ist im Wohnbereich für Mieten. Ich würde Thomas dich erst mal fragen, was hältst du von... Hatte ich recht damit? Ich fürchte ja. Zwangsweise ja. Zwangsweise, ja. Ich hätte dir gerne Unrecht gegeben, aber ich fürchte, du hast recht. Wohnen wird immer teurer. Schauen wir uns doch mal die politische Gemengelage an. Frau Ministerin Huberts wird in einer Stunde hier sprechen, wieder den Bauturbo anpreisen. Ist das eine Illusion? Nee, ist völlig, also mit Verlaub, okay, gewählt worden, alles schick, tolles, wunderbar. Völlige Katastrophe. An dem Tag, als die Entscheidung beschlossen wurde, den Mietendeckel zu verlängern. Ganz simpel. Dass wir alle bauen müssen, das weiß jede Farbe im Bundestag, überhaupt keine Frage. Wir müssen mehr bauen. So, die Frage ist nicht wie und wo, sondern mit welchen Daumenschrauben. Das bin ich natürlich sehr krawattenlastig in dem Moment, ja. Reduziere von mir aus die Grunderwerbsteuer auf 0 auf 10 Jahre, mach irgendwas Sinnvolles, Messbares und nicht so Bürgergeld wie in Hessen bei uns da, so junge Familien, im Einzelnen alles schick, aber das ist kein Turbo. Das ist so ein Adaptiv von wegen jetzt, jetzt mache ich ein bisschen Super rein. Ja. Also du meinst die kleinen, vielen Sachen, wo man sagt, ja, da kriegt man noch ein bisschen Förderung, ja, die Familie kriegt noch was, es gibt ein bisschen EOF. Ja, wir haben 52 Förderprogramme, die ersten 3 können die noch aufzählen mit Seite 14 und dann ist raus. Und das meine ich jetzt erstmal auch ein bisschen defensiv, weil die Politik bemüht sich schon. Aber ich dachte eigentlich, am Vorabend der Wahl von März ist der Druck so groß, auch von der Bevölkerung. Yeah. Die akzeptieren, das wird ein bisschen heftig, immer noch steigende Mieten. Sind im Lock-in-Effekt, weil sie auch nicht rausgehen, weil egal was sie machen, sie verschlechtern sich, ja. Neubau kommt nicht nach und dann fällt denen nichts Besseres ein, als den Mietendeckel zu verlängern. Ich glaube, es hackt, also wirklich so, echauffiert jetzt gerade, ja. Du hast halt ein riesengroßes Problem in der gesamten Struktur. Das heißt, du hast hier eine extrem hohe Nachfrage. Die Nachfrage für Wohnen war noch nie so groß und trotzdem wird nicht gebaut. Das heißt, strukturell gibt es ein Riesenproblem. Ja, klar. Sei es in den Grundstückspreisen, sei es in der Banklandschaft, sei es jetzt irgendwie in den Baukosten oder vielleicht in der Regulatorik. Du hast ein Riesenproblem, dass du trotzdem den Markt nicht bedienen kannst, trotz hoher Nachfrage. Das ist ja so, wie als hättest du jetzt mehrere Leute, die ein Auto kaufen wollen, aber du hast kein Auto. So, das ist halt genau die Dann leasen die halt, ja. Aber nochmal, es gibt ja was Positives daran, wenn man das möchte, ehrlicherweise. Gesellschaftlich ist es ein bisschen schwierig, aber von der Investmentseite macht natürlich Service Apartments, Blabla Living, Corporate Living auch, also Firmenimmobilien, das macht natürlich ökonomisch schon massiv Sinn. Okay, aber ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, ehrlicherweise. Aber da müsste ja noch was mehr Sinn machen. Wenn ich jetzt Investor wäre und ich mir anschaue, wie der Bauturbo zu einem Bauturbochen oder ich weiß nicht was, nicht mal... Fehlzündung. Ja, zu einer Bauch... Das ist hart. Ja, haben Elektroautos Fehlzündung? Ich glaube nicht. Nee, nein. Das funktioniert nicht. Aber jedenfalls, wenn wir das uns so anschauen, Gabriel, dann müsste ich doch als Investor jetzt gerade erst recht in Deutschland in einen Forward-Deal gehen, weil ich weiß, dass die Mieten weiter steigen werden, weil ich dann einer der wenigen bin, der überhaupt etwas anbieten kann. Ja, du hast halt einen extrem hohen Kontrast. Du hast in den Top 7 Städten aktuell teilweise Mietbelastungen, die über 35% des Haushaltseinkommens gehen. Jetzt bei Neuvermietung. Auf der anderen Seite hast du einen extrem hohen Mietwachstum bei einem BIP, der irgendwie in der Prognose bei 0,3% liegt. Das heißt, konjunkturell betrachtet
wächst der Markt nicht oder wächst das Land nicht, aber auf der anderen Seite wachsen extrem die Mieten. Die Frage ist sozusagen, wann ist der Showstopper, bis wann geht es überhaupt und was ist noch leistbar und was ist sozusagen zu leisten, wenn du das halt wirklich skalieren willst, weil du brauchst sozusagen in den Ballungszentren wirklich diese paar hunderttausend Wohnungen und zu welchem Wert kriegst du die dann wirklich am Ende des Tages vermietet. So, wir haben ja sozusagen durch diese Konjunkturwelle der letzten 15 Jahre einen Markt gesehen, der eigentlich nur in eine Richtung geht, aber tatsächlich ist der reelle Markt praktisch über eine lange Laufzeit, über 30, 40 Jahre, der geht hoch und runter. Also Wohnungsmieten gehen nicht nur nach oben, sie gehen auch nach unten, genauso wie alle anderen Mieten. Und es geht ja nur, wenn was gebaut wird, um aber auch immer wohlwollend ausgleichend zu wirken auf so einer Messe, ja, positiv. Wir haben auch keine Erfahrung im Bauen im Bestand, was immer das im Einzelfall ist. Das heißt, man darf nicht vergessen, dass wir aus einer Phase kommen, wo 4 von 5 Boomer-Haushalten in den nächsten 10 Jahren saniert werden müssen, wie auch immer. Das heißt, sie nehmen Geld in die Hand. Also ökonomisch passiert ja schon was am Bestand, ja. Das Problem ist, wir sind halt auch gefangen teilweise in diesen Neubau-Siedlungen vor den Toren der Stadt. Das muss weitergehen. Das ist ja quasi nach der Nachkriegszeit entstanden. Richtig, also mal, war nicht falsch. Aber was passiert ist, lass mal jeden zweiten Babyboomer in die Stadt zurückkommen, weil sie sagen, draußen ist zu groß, zu teuer. Das kriegen wir gerade im Taunus mit. Ja, ne? Ich weiß. Also im Taunus verkaufen sich Einfamilienhäuser inzwischen schwieriger. Ja. Und ich mache das Spiel mit meinen Töchtern immer in den Irrglauben, die kommen nach Frankfurt zurück nach dem Studium, ja. Dann sage ich, wenn wir das da draußen verkaufen, da draußen die Länderei da, hier, ja, dann biete ich mit euch mit. Dann wollt ihr in der Stadt wohnen, ich auch. Und ich hoffe, ich gewinne ökonomisch diesen Wettbewerb, dann mache ich das heißt, so. Die müssen in den Taunus ziehen. Nein, das machen die nicht. Also, im positiven Sinn kommt ein Projektentwickler und macht 3 Doppelhaushälften hin, wenn ich dann mal woanders bin. Aus Kapitalsicht, wenn man sozusagen jetzt mal über Transaktionen spricht. Jetzt haben wir irgendwie gesprochen, Wohnen, Mietsteigerung. Wie lange diese Mietsteigerung gehen kann, ist natürlich jetzt fragwürdig, wie abhängig die Wirtschaftswachstum in Deutschland sein wird. Aber dass sozusagen die Miete in den nächsten 2, 3, 4 Jahren noch wachsen wird, ist klar. Ja. Und aus meiner Sicht sozusagen, wenn man jetzt irgendwie sich mal Wohnprojekte anschaut, institutionelle Anleger, die aktuell sagen, wir können nicht in einen Forward Deal investieren, haben ein riesengroßes Problem. Wenn sie jetzt nicht in seinen Forward Deal investieren, verlieren die morgen schon bereits Geld, weil die wollen einen Neubau haben, der irgendwie in 6 Monaten fertiggestellt wird. Aber in dem Moment, wenn sozusagen der Neubau in 6 Monaten fertiggestellt wird, ist die Marktmiete bereits irgendwie um 3, 4, 5% gestiegen. Das heißt, die kapitalisieren ihren Faktor, egal ob die jetzt Faktor 20, 25 oder 26 zahlen, die kapitalisieren ihren Faktor auf einer höheren Miete. Das heißt, der institutionelle Anleger, eine Pensionskasse, Versorgungswerk oder sonstiges, die können Geld verdienen, indem sie heute bereits in ein Forward Funding reingehen, irgendwie den Bau durchfinanzieren. Und wenn die heute in eine Miete einhaken, ist bei der Fertigstellung nach 24 Monaten die Miete deutlich höher. Zumindest in den Ballungszentren. Und das ist die Chance für Anleger aktuell. Kann ich das als Investor überhaupt irgendwie einpreisen? Nee. Also kann diese theoretische Mietsteigerung? Ich kann alles einpreisen, theoretisch. Ich muss daran glauben, ich bin ja wirklich bei dir. Aber der Bauträger kauft doch ein Grundstück heute ein auf den Marktpreis von heute. Ja, klar. Und wenn der Marktpreis übermorgen, in 2 Jahren, wenn das fertiggestellt ist, 2, 3 Euro mehr ist, dann ist so der Bauträger schon zufrieden, weil er den Marktpreis von heute multiplizieren kann über einen Faktor. So, der Bauträger ist zufrieden, er verkauft das Projekt und bei Fertigstellung ist die Miete deutlich höher. So, der institutionelle Investor verdient schon Geld, weil er schon frühzeitig in den Deal eingestiegen ist. Unterschreibe ich, ja. Wir beide wurden an der Zeit sozialisiert, als die vor der Finanzkrise alles rausgedreht haben. Die Kommunen, die Städte, die haben alles residential rausgedreht. Ja. Danach kamen dann die Aberdeens, wertschätzend alles gemeint, ja. War mal wohl das Investment gut. Und heute ist immer wieder so eine pseudosozialistische Tendenz. Es ist so von allem ein bisschen was. Es darf Geld verdient werden, damit wir nicht komplett erschrecken, aber es muss auch irgendwie in Maßen sein. So. Ich bin ja rational völlig bei dir, nochmal. Aber das ist ja genau dieses Damoklesschwert von der Planbarkeit. Ich habe jetzt gedacht, 4 Jahre, 5 Jahre kann ich planen mit Merz und Co., wertschätzen gemeint, dass die mal ein paar Sachen beschleunigen, turbomäßig machen. Ich habe mein Bauchgefühl bisher, sagt mir eher, oh, das wird aber ein dickes Brett, das sagt man, glaube ich, in der Politik immer. Und das kann ja nicht gut gehen. Deswegen, ich habe mir erwartet, kleine, schnelle Schritte und natürlich pro uns, keine Frage, aber auch soziale Belange. Deswegen, sozialer Wohnungsbau hat hier nichts zu suchen, nur für die, die mit Geld verdienen möchten. Aber man sagt es nicht, damit es draußen in der Schlagzeile endet. Die Schlagzeile war ja vor einigen Jahren noch in der Vorvorgängerregierung, als der Baustaatssekretär, den wir alle mögen und schätzen, gesagt hat, Quadratmetermieten von 40 Euro, das gehört verboten. Das wurde hier auf der Messe gesagt, auf einem frei finanzierten Markt. Man kann verstehen, dass man das vielleicht nicht gutheißen mag politisch, aber es ist einfach die Nachfrage, die den Preis bestimmt. Ich möchte eine Sache noch, weil ich gerade eine andere Stadt gesehen habe, die doch relativ eng verdichtet ist. Ich war 24 Stunden in Venedig, bevor ich mich über die Alpen aufgemacht habe, zur Expo. Und da ist ja eigentlich Nachverdichtung
ja, sozusagen das Musterbeispiel, so eng, so nachverdichtet, wie diese Stadt gebaut ist. Ist das nicht eigentlich etwas, was wir machen sollen? Du hattest gerade eben, Thomas, gesagt, wir müssen mehr im Bestand bauen, im Wohnbestand. Dann wäre das doch das Optimum. Um fair zu sein, ein bisschen kulturhistorisch, auch Valencia, Barcelona, Verschattung aufgrund der Sonne, nennen wir es mal einfacher, ja. Nicht des Klimas oder Sonne. Bei uns sicherlich auch machbar diesbezüglich. Ich bashe immer so auf die Politik ein. Ja. Mir wird es ja schon reichen, wenn der Herr Dr. Juh in der Nachbarschaft nach der ersten Einspruch dann auch akzeptiert, es ist ein Urteil gefällt worden pro Nachverdichtung. Ist jetzt plumpes Bashing, was ich nicht meine, sondern eher, wir müssen gucken, dass wir diese elendlangen Einspruchsfristen bis hin zu Abstandsflächendiskussionen, die wir halt so gehabt haben bisher, die waren ja vielleicht nicht falsch, aber es ist nicht mehr weniger richtig. Und deswegen bleibe ich dabei, bevor wir ans Bauen gehen, überhaupt mal ein bisschen entrümpeln. Muss ja nicht so sein wie in anderen Ländern, was sich 5 Jahre nicht bewährt hat, fliegt gleich wieder raus. Ja. Aber von der Kultur her sind wir halt eher meine Parzelle, mein Land, mein nicht verschattetes Gebäude, 3 Meter Abstand. Ich sage das, im Einzelfall gibt es da Juckereien ohne Ende, ich will mich auch aufregen. Wir müssen ein paar Bäume opfern, harter Satz natürlich, was ich sage. Weil auf der anderen Seite fordere ich massive Grünflächen, damit die Hitzeinseln auch wegkommen. Und da sind wir genau bei diesen Jonglieren mit vielen Bällen irgendwo. Ja. Jonglieren mit vielen Bällen, Lebensqualität, die sich verändert. Die Wohneinheiten werden kleiner und wir wohnen wieder mehr in der Gesellschaft, draußen. In Gemeinschaftsflächen? Die Nachfrage für kleine Wohnungen ist aktuell in Ballungszentren bei 40%. 40% der neuen Mieter, die auf den Markt kommen, brauchen eine kleine Wohnung. Das reelle Angebot liegt bei 20%. Das heißt, wir haben eigentlich ein Defizit, was extrem groß ist. Sozusagen wir haben Wohnraum, der Wohnraum wird nicht effizient genutzt, weil teilweise zu groß für bestimmte Mieter. Daraus werden WEG-Produkte oder sonstiges. Aber sozusagen aktuell wird im Bestand nicht dort geplant, wie es eigentlich sein müsste. Das heißt, sozusagen der Markt driftet komplett in die andere Richtung ab. Wenn wir natürlich kleine Wohnungen entwickeln, verändern sich natürlich auch die gesamten Lebensräume. Das heißt, sozusagen Menschen, die in einem kleinen Wohnraum leben, erleben sozusagen auch nicht sozusagen den Spaß in der Wohnung, den sie vorher hatten. Wir kriegen so langsam französische Verhältnisse, wo sozusagen das Leben plötzlich auf der Straße abgeht. So, das ist halt genau sozusagen halt das kulturelle Verändern verändert auch die gesamten Lebensräume. Also kleine Wohnungen führen auch zu einer Veränderung eines Kerngebiets. Shopping-Malls werden zu Erlebnismalls zum Beispiel. Mit den Zahlen, wir haben in jeder deutschen, also Top 7, Top 10, ist völlig egal, wie du das machst, wir haben überall über 55% Ein-Personen-Haushalte. Es ist nicht zwangsweise Single, sondern die wohnen in einer Wohnung. Jetzt ist die Frage, was ist dann vom Markt her gedacht das Ideale für einen Ein-Personen-Haushalt? Ist es 5 Zimmer, kann man drüber schmunzeln, ist es ein Zimmer mit 14 Quadratmeter? Das ist ja genau dieses Thema, wo die Politik sagen muss, pass auf, wir haben es verstanden, dass wir nicht für Papa, Mama, Emil und Luca 3 Zimmer, 70 Quadratmeter machen, wie es im IVD-Mietspiegel drin steht. Wertschätzen gemeint. So, was ist der Markt? Der Markt sagt natürlich massive Aufrüstung im Thema Mikroapartment, Microliving, 24 Quadratmeter, 1,2 in München, aber ganz hinter Ebersberg. So. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch von lösen müssen, von diesen strukturierten Dingen. Familie muss 100 oder 80 bis 100 Quadratmeter haben im Neubau. Muss die überhaupt nichts haben? Muss die ein Reihenhaus haben? Vielleicht viele sagen, nee, uns reicht eine Etagenwohnung. Und das ist ja genau dieses, noch mehr Bälle, die da jongliert werden irgendwo. Ja. Ich mache mich halt einfach ein bisschen locker. Ich sehe halt einfach, dass unsere Branche, meine Branche, wir verdienen halt Geld mit wenig Quadratmeter, hohe Erträge, mit teilweise kurzzeitigen Mietverhältnissen. Ja. So. Und das wird jetzt auch noch verboten. Also ich jammer jetzt und freue mich zugleich parallel. Bevor wir weiter über das Verbieten sprechen, sprechen wir noch über eine letzte kleine Assetklasse. Oh ja. Denn dann haben wir so einen Rundumschlag gemacht, nämlich Data Center. Das ist für mich extrem spannend. Wir haben es im vergangenen Jahr diskutiert, vorletztes Jahr diskutiert. Data Center als neue Assetklasse wird gebraucht. Gabriel, wir wissen, dass du in Berlin gerade an einem großen Ding bist. Thomas, wie siehst du die Nachfrage weiterhin nach Data Centern in Deutschland? Ist der Zug da schon abgefahren? Können wir eigentlich einpacken? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gestern, was war es? Newsradio gehört bei uns, weil es geregnet hat. Und da hat der Elon Musk einen interessanten Satz vorgestern gesagt. Die nächste Generation der Datacenter, Achtung, Schnappatmung, ist im Weltraum. Dachte ich, was? Nochmal zurückgespult. Was ist im Weltraum? Also natürlich sind Datacenter das, was wir brauchen für das KI, überhaupt mal die Unterdeckung dazu zu führen. Ob darüber gewohnt wird, Bergwerk, alles schick im Prinzip. Als Assetklasse definitiv angekommen, muss man klar sagen. Die Renditezahlen sind mittlerweile transparent, zwischen 8 und 12. Decken 90% vom Markt ab nach Announcement. Das ist etwas, wo man sagen kann, jedes Dorf mittlerweile am Ballungsraum bietet sich einen Wettbewerb. Wir haben die Flächen, die vor 20 Jahren Logistik machen jetzt Datacenter. Alles wertschätzen gemeint. Also für mich immer noch eine Geschichte, die stimmt nach vorne. Die Fußnote ist etwas von den Flächendimensionen. In so einer Marktsituation gibt es irgendwann eine Bereinigung. Und geht die über Standorte oder geht die über das Moore'sche Gesetz? Achtung, ich brauche immer mehr Rechnerkapazität auf weniger
Fläche. Da bin ich kein Physiker oder nur ein Immobilienfuzzi. Und da ist so ein bisschen... Je mehr Leistung und weniger Fläche gebraucht wird, umso effektiver wird das Produkt. Das heißt, man braucht am Ende des Tages mehr Fläche, weil du weniger Fläche brauchst, weil das Produkt effektiver wird und dadurch kannst du es besser skalieren. Das heißt, wenn du sozusagen 100 Megawatt auf 60.000 Quadratmeter hinbekommen hast vor 5 Jahren, kriegst du die heute auf 30.000 Quadratmeter, aber brauchst du schon mal 200 Megawatt, weil die Leistung günstiger und effektiver wird. Du baust mehr Rechenleistung für weniger Geld. Wenn man aus Frankfurt kommt, trägt man die Nase natürlich höher, weil wir haben ja viele von den Dingen. Deswegen beschäftigen wir eher mit der Frage, was... Ich habe aber gehört, dass in Frankfurt nicht mehr gebaut werden kann, weil es keine Stromleitung gibt. Üble Propaganda, aber in Teilen bin ich bei dir. Weil, ich bin ja Berliner. Ja, der muss ja... Nee, lass mal es kommen. Also, nee, bin ja bei dir. Das heißt, dieser Wettbewerb von Kommunen, die in der Rheinland-Pfalz teilweise schon liegen, als Rhein-Main-Gebiet Fraport definiert wird, ist ja ein schönes Marktzeichen, dass schon ein Angebot herrscht, was auch eine gewisse Nachfrage generiert. Ja. Und dort, wo schon was ist, wird noch mehr sein. Ich kann also Sachsen-Anhalt um die Ecke wertschätzen, mal nur warnen, auch noch damit anzufangen. Ich meine nicht das Telekom-Thema oder Saarland, wo nichts ist, wird auch nicht mehr viel sein. Obwohl die Geschichte nach vorne definitiv stimmt. Stimmst du dem zu? Wo nichts ist, da wird auch nichts sein, sondern du musst in die Ballungszentren gehen mit den Datacentern. Es kommt auf das Produkt an. Das heißt, du hast im Datacenter mehrere Faktoren, die essentiell sind. Du hast eine Verdopplung der Chipproduktion alle 9 Monate. Also alle 9 Monate verdoppelt sich die Chipproduktion weltweit und wird auch abgenommen. Das heißt, der Wachstum ist bis weiterhin exponentiell. Die Verdopplung der Chipproduktion kriegt Nvidia und Co. aktuell problemlos hin. Das heißt, vor irgendwie 2 Jahren oder 1,5 Jahren sind die Aktienkurse von Nvidia kurz eingestürzt, weil die alle Sorgen hatten, dass die Chipproduktion viel zu schnell, viel zu langsam vorangeht. Ein Quartal später hat Nvidia gemeldet, wir haben das hinbekommen und die Pipeline läuft weiter. So, das heißt, infrastrukturell ist sozusagen die Produktion der Chips sichergestellt. Auf der anderen Seite siehst du eine Verlagerung des Bauvolumens. Zum Beispiel in den USA hast du das gleiche Bauvolumen in Milliarden US-Dollar wie in Büros. Das heißt, der Umsatz der General Contractors ist Büro versus Data Center aktuell gleich. Okay. Und aktuell fällt die Kurve im Büro runter und im Data Center steigt sie. Also noch 2-3 Quartale mehr und wahrscheinlich ist der Umsatz in den Baukosten in den USA für Data Center höher als in den Büros. Der größere Faktor ist, glaube ich, eher das infrastrukturelle Thema. Und zwar, wie löse ich denn aktuell Strom? Strom ist sozusagen der Faktor, der zeitlich limitiert ist. Das heißt, wenn ich heute über eine Genehmigung für Strom spreche ich über 5 bis 7 oder 8 Jahre, bis mein Grundstück mit 100, 200, 300 Megawatt erschlossen ist. In der USA, was machen die? Microsoft schließt zum Beispiel Verträge ab mit Nuklearkraftwerken, teilweise auch 50 Jahre im Voraus. Die sagen, wir zahlen euch 50 Jahre im Voraus, ob wir die Energie abrufen oder nicht. Okay. Ihr kriegt einen 50-Jahres-Vertrag, wir zahlen euch einfach diese Insellösung. Es gibt aber sozusagen in Europa keinen Gedanken für Insellösungen. In Europa versucht man das Grid weiter zu denken, aber keiner denkt sozusagen über eine digitale Infrastruktur nach, ob ich sozusagen jetzt mal überlege, ob ich jetzt Energiequellen, sei es jetzt Solarspeicher und Nuklearkraftwerke, ist mir vollkommen egal. Keiner denkt diese Energiequellen als Insellösung. Alle denken die gerade, okay, ich speise ins Grid rein, ich verbaue mein Grid wächst irgendwie organisch, aber der organische Wachstum eines Grids hat nichts damit zu tun, wie aktuell der Hyperscaler-Markt wächst. Aber der Hyperscaler-Markt ist kein organischer Wachstum. Das ist eine komplett neue Naturgewalt, die komplett den gesamten Markt dominieren wird. Aktuell ist über 50% des Energieverbrauchs von North Virginia liegt im Datacenter-Bereich. Und der verbraucht mehr Energie als ganz Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen hier, weil wir pünktlich anfangen und pünktlich enden. Und wir sprechen ja noch einmal am Mittwoch. Wir werden diese Diskussion einfach direkt fortsetzen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Auf der PREA Future Stage 2025 Professor Dr. Thomas Beierle und Gabriel Hodzitzki. Einmal Hochschule Biberach, einmal PREA. Mein Name ist Josef Girschowitsch und wir machen gleich im Anschluss weiter mit Arjen ten Brinke von ten Brinke. Danke.